Mittlerweile gibt es ja mehrere Möglichkeiten, mit Infinity anzufangen bzw. Infinity zu spielen. Und genau darum möchte ich heute darüber sprechen, wie man in 2023 mit Infinity eben beginnen kann. Und damit Servus zu diesem neuen Video. Wieder mal mit Infinity. Das soll jetzt auch ein Anfang sein, um hier jetzt regelmäßig einmal im Monat etwas zu Infinity zu machen und das Ganze eben weiter auszubauen. Aber lasst uns gleich mal zum Thema kommen. Ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, dass wir mittlerweile mehrere Möglichkeiten finden, wie wir Infinity anfangen und spielen können. Und das ist vielleicht nicht für jeden so einfach ersichtlich oder man kann mit den einzelnen Begriffen nicht wirklich etwas anfangen. Und genau dafür ist dieses heutige Video gedacht. Das erste, was einem sehr häufig wahrscheinlich zu Beginn auffallen wird, ist die Bezeichnungen Infinity N4 und Infinity Code 1. Das sind quasi zwei Infinity-Spielsysteme, die aber auch aufeinander aufbauen. Man kann sagen, das, was man früher als Infinity kannte, N2, N3, wurde jetzt weitergeführt mit Infinity N4, enthält also die vollständigen Regeln in neuer Regeledition, so wie man Infinity quasi bisher kannte. Und vor ein paar Jahren hat nun Corvus Belli zusätzlich Infinity Code 1 eingeführt, speziell dafür gedacht, um Leuten, die nicht so häufig spielen oder eben Einsteigern, die Möglichkeit zu geben, auch die Infinity-Erfahrung zu machen. Das hat natürlich zur Folge, dass Regeln vereinfacht wurden, auch Regeln weggelassen wurden. Also alles in allem kann man sagen, Infinity Code 1 ist die Einsteigervariante für Infinity, was aber nicht bedeuten soll, dass man das nur als Anfänger spielen kann, sondern zum Beispiel auch, wenn man eher auf schmalere Regelsysteme setzt, denn Infinity per se ist ja dann doch sehr, sehr regellastig, da hat man doch sehr viele Möglichkeiten im Spiel und wenn einem das vielleicht dann doch hin und wieder zu viel vorkommt, hat man hier eine Alternative mit Code 1, um hier mal in das Ganze reinzuschnuppern. Kann dann in dieser Variante bleiben oder auch später jederzeit auf Infinity N4 umsteigen, wenn man das möchte. Für uns Spieler bedeutet dies, dass wir in Code 1 alle Grundmechanismen des Regelsystems von Infinity bereits bekommen, wie die Würfelmechaniken, die verschiedenen Modifikatoren bei den Waffen, beim Schießen, die Reichweiten, all das ist hier bereits inkludiert, auch zum Beispiel Hacking-Regeln gibt es, nur halt alles etwas einfacher. Man hat zum Beispiel weniger Hacking-Möglichkeiten und wenn man dann später auf N4 umsteigt, wird das Ganze in erster Linie um weitere Möglichkeiten erweitert und ausgebaut. Man hat da eben dann verschiedene Arten von Hackern, wo es eben bei Code 1 nur eine Variante gibt und dazu auch noch sehr viel mehr unterschiedliche Hackerprogramme, die einem dann zum Beispiel wieder dementsprechend zusätzliche Möglichkeiten bieten. Auch ist das Punktesystem ein anderes. Bei Infinity N4 ist eine Standardpunktegröße einer Armee 300 Punkte und das Ganze wurde eben auch aufgrund von weniger Auswahlmöglichkeiten für Code 1 bei den Einheiten Ausrüstungen auch heruntergedampft, sodass man hier dann Einheiten, die vielleicht 10 oder 14 Punkte kosten, bei N4 in Code 1 dann zum Beispiel nur einen Punkt kosten, sodass man hier auf, auf eine Spielgröße von zum Beispiel dann 30 Punkte insgesamt kommt bei der gleichen Anzahl von Figuren. Das jetzt mal so viel zum Allgemeinen drumherum, was Infinity betrifft und die beiden Spieloptionen, die uns geboten werden. Aber das geht jetzt natürlich noch weiter in Bezug auf, welche Produkte soll ich mir kaufen.
Natürlich ganz klar, wir brauchen für jedes Tabletop-Spielsystem Regeln. Auch Infinity bietet uns für Code One und N4 jeweils ein Regelwerk an. Ich habe hier jetzt die Regeln für N4. Die kommen hier in so einem Schuber daher, aber keine Panik, ihr müsst euch das nicht kaufen, denn Corvus Belli bietet euch die Regeln komplett kostenlos an. Wie gesagt, diese gibt es sowohl hier für N4 als auch für Code One. Beides werdet ihr in der Videobeschreibung verlinkt finden. Dort könnt ihr euch die Regeln als PDF kostenlos runterladen. Das sind die komplett vollständigen Regeln für Infinity. Für beide Varianten werdet ihr da alles 100% finden an Regeln. Das Einzige, was euch hier dann nur fehlt, ist der Fluff-Anteil, der eben nur hier in der gedruckten Variante verfügbar ist. Somit haben wir eigentlich schon mal einen recht guten Start, ein kostenloses Regelwerk. Wie gesagt, wir haben jetzt auch ein bisschen gehört, was so kleine Unterschiede der beiden Systeme sind. Da könnt ihr euch dann schon mal entscheiden und überlegen, was für euch vielleicht eher der Einstiegspunkt wäre. Und wie gesagt, wenn ihr euch für Code One entscheidet, ihr könnt jederzeit, nenne ich es jetzt mal, upgraden auf N4, wenn ihr das möchtet. Was hier natürlich nicht vergessen werden sollte, ist natürlich die vorhandene Spielergruppe oder der Laden, wo bei euch in der Nähe gespielt wird. Da bringt es euch auch nichts, wenn ihr euch jetzt dann mit Code One beschäftigt, um dann festzustellen, dass hier im örtlichen Laden nur N4 gespielt wird. Also dort vielleicht auch mal vorab sich schon informieren, oder wenn ihr eben eine bestimmte Spielegruppe bereits kennt, dann dort einfach mal nachfragen, was gespielt wird. Selbst wenn N4 gespielt werden sollte, vielleicht habt ihr ja trotzdem die Möglichkeit, dass einer der bestehenden Spieler euch mal die Grundlagen in Form der Code One-Regeln erklärt. Bei einem Tabletop-Spielsystem brauchen wir natürlich auch Figuren. Auch dafür bietet uns Corvus Belli natürlich eine ganze Menge an Auswahl, wo auch immer wieder neue Einheiten erscheinen. Für den Anfang bietet es sich hier natürlich an, sich solche Operation Boxen zu kaufen. Das ist jetzt die aktuelle Operation Blackwind Box, die es zurzeit gibt. Das sind alles Boxen, also diese Operation Boxen, da gibt es meistens eine ganze Reihe, die noch zur Verfügung stehen, wo jeweils 2 Fraktionen enthalten sind. Also das ist eine 2-Spieler-Starter-Box und dort bekommt ihr eigentlich alles, was ihr zum Spielen braucht. Ein Booklet, das euch mit Grundregeln versorgt, um mal reinzuschnuppern auf Basis der Code One-Regeln, was ja auch wieder dann die Grundlage für N4 ist. Also auch hier, egal was ihr im Nachgang dann wirklich spielen wollt, ihr habt den Anfang für beides dabei. Dann bekommt ihr 2 unterschiedliche Fraktionen, jeweils mit 7 Figuren. Das ist dann schon eine recht ordentliche Größe, denn in einem Standardspiel werdet ihr so zwischen 10 und 15 Figuren haben. Also hier schon mal ein sehr schöner Einstieg, zusammen mit einer kleinen Papiermatte und Pappgelände, das ihr noch zusammenstecken müsst, und abgerundet wird das Ganze von Papptokens, die ihr fürs Spiel verwenden könnt und man eigentlich auch verwenden sollte, um Überblick zu behalten, plus Schablonen, sofern notwendig, und dann noch 3 20-seitige Würfel für beide Spieler, also insgesamt 6 von diesen Würfeln. Dadurch eignen sich diese Boxen sehr gut, wenn man zu zweit einsteigen möchte oder auch, wenn man noch gar nicht spielt und auch niemanden in der Spielergruppe hat und sich denkt, man holt sich gleich zu Beginn 2 Fraktionen, um Demospiele zum Beispiel geben zu können. Da habt ihr hier alles in einer Box und seid mal ready to go. Neben diesen Boxen gibt es dann auch noch diverse Action Packs, die ständig erweitert werden. Dort sind ein paar mehr Figuren enthalten. Diese Action Packs sind dann immer speziell zugeschnitten für eine einzige Fraktion. Da müsst ihr aber euch bewusst sein, dort bekommt ihr nur Figuren, dort sind keine Würfel enthalten, kein Regelbooklet für
für den Einstieg, keine Tokens und gar nichts, das müsst ihr euch dann noch in anderer Form besorgen, sondern hier habt ihr dann wirklich rein nur Figuren für eine Fraktion, dafür wie gesagt sehr viel mehr und ihr habt hier auch eine größere Auswahl an Fraktionen, die ihr hier anfangen könnt und diese werden auch ständig von Zeit zu Zeit erweitert mit neuen Action Packs, die Corvus Belli veröffentlicht. Und dann findet ihr auch noch Starter Packs verschiedener Fraktionen und Sektorarmeen. Diese sind im Regelfall alles alte Boxen mit jeweils 6 Figuren für eine Fraktion. Könnt ihr euch durchaus auch kaufen, mit denen kann man schon auch was anfangen, wenn ihr die noch irgendwo finden solltet. Aber soweit ich jetzt sagen würde, werden die immer weiter auslaufen, wenn sie überhaupt noch verfügbar sind und eben gegen größere Action Packs ersetzt. Eine Sache, die hier noch zu nennen ist bei diesen Sets, hier ist es euch vielleicht schon aufgefallen, hier steht Infinity Code 1 ganz explizit drauf, ist aber eigentlich nur als Anhaltspunkt zu verstehen, um für einen Anfänger anzuzeigen, was er sich kaufen kann. Denn alles, was hier dieses Code 1 Label hat, ist auch in Code 1 spielbar. Also wenn ihr in das Spiel einsteigt, könnt ihr euch alles zu Infinity, wo dieses Code 1 zu sehen ist, bedenkenlos kaufen. Ihr könnt das auf alle Fälle für Code 1 dann verwenden. Und alle anderen Figuren, die es sonst noch gibt und Sets, auch Einzelfiguren, wo meistens eben dann nicht mehr Code 1 dabei steht, da müsst ihr dann vielleicht ein bisschen schauen, ist das dann eine Einheit, die ich spielen kann in Code 1 oder eben nicht. Aber eben durch diesen Aufdruck habt ihr hier einen ganz guten Überblick. Wenn ihr eine Box seht, könnt ihr die verwenden für Code 1 oder eben nicht. Ergänzt werden diese Code 1 Produkte dann durch weitere kleinere Boxen wie eben Remote Sets. Dort sind eben Drohnen enthalten, die kann man auch immer gebrauchen in beiden Varianten des Spiels oder auch die Support Packs. Dort ist immer eine Ingenieur- und Doktorfigur enthalten plus 2 kleinen Helferbots, sodass ihr hier 4 Figuren dann bekommt in einem Support Pack. Die gibt es für die unterschiedlichen Fraktionen, je nachdem, was ihr eben für eine Fraktion spielen wollt. Schlussendlich abgerundet wird dieses Code 1 Package dann von den Boxen für die Tags. Auch hier gibt es eine Reihe verschiedener Modelle, auch alle wieder gelabelt mit dem Aufdruck für Code 1, sind also auch dort spielbar. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ihr habt eben mittlerweile die beiden Möglichkeiten, Infinity Code 1 oder Infinity N4 zu spielen, wobei eben N4 auf Code 1 aufbaut und das Regelset nur noch erweitert. Ihr bekommt bereits in den gerade gezeigten 2-Spieler Starterboxen bereits ein Booklet mit, das euch erste Regeln liefert, welche sowohl für Code 1 als auch für N4 gültig sind. Dann baut Code 1 die Regeln eben weiter aus und das Ganze passiert dann noch einmal eine Stufe weiter mit eben N4. Die Regeln für beide Systeme findet ihr komplett kostenlos. Wie gesagt, sind diese unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch diese PDFs runterladen wollt, um mal einen Blick in die Regeln zu werfen. Und was eben Figuren betrifft, könnt ihr euch für Code 1 alles kaufen, wo das Code 1 Label mit aufgedruckt ist. Das könnt ihr auf alle Fälle dann spielen. Und eben klarerweise als N4-Spieler könnt ihr euch alles kaufen, weil auch die Code 1 Produkte dort natürlich spielbar sind. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gemacht zu dieser Operation Blackwind Box. Die werde ich euch hier jetzt verlinken, falls da jemand vielleicht Interesse hat, gleich direkt mit dieser Box einsteigen zu wollen.